Menschen sind nachts eingeschlafen. Doch sie erwachten zu einem Morgen, den sie sich nie hätten vorstellen können. Sie waren sich nicht bewusst, dass die modernen Systeme, die errichtet wurden, sich für sie in eine unerwartete Gefahr verwandeln könnten. Nichts würde mehr so sein wie früher. Die Menschen in Köln konnten an jenem Morgen nicht einmal ihre Türen öffnen. Die Stadt war nicht mehr da. Niemand verstand, was geschehen war. Das war kein Krieg, kein Brand, kein Erdbeben. Köln, Januar 1910. Die Bevölkerung erkannte an diesem Morgen erneut die Macht der Natur. Die von Ingenieuren gebauten Kanäle und Gasleitungen wurden wieder zu einer Herausforderung für den Menschen. Dabei hatte niemand daran gedacht. Der Rhein, der die Stadt seit Jahrhunderten versorgte, war gekommen, um in einer einzigen Nacht alles zurückzuholen, was er gegeben hatte. Stell dir vor, du hättest damals in Köln gelebt. Unter 500.000 Menschen. Die Stadt ist sehr lebendig. Der Kölner Dom, dessen Bau sich über Jahrhunderte erstreckte, steht in seiner ganzen Pracht aufrecht. Straßenbahnen bewegen sich in einem bestimmten Rhythmus. Jeder ist in seiner eigenen Eile. Die Stadt ist modern, es gibt keine Sicherheitsbedenken. Und der Rhein? Er fließt wie immer, ruhig, unauffällig. Der Wasserstand liegt bei 3,20 Metern. Niemand interessiert sich für diese Zahlen. Doch das Wasser würde sie von einer völlig unerwarteten Seite treffen. Niemand merkt, dass sich unter der Erde etwas aufbaut. Die höher gelegenen Teile der Stadt sind seit Wochen dem Regen ausgeliefert. Schmelzender Schnee erreicht ungewöhnliche Mengen. Was fernab geschieht, zieht keine Aufmerksamkeit auf sich. Bis zu jenem Abend. Aus den Rohren der Villen kommt ein seltsames Blubbern. Unten bereitet sich etwas vor. Der Keller ist kälter als gewöhnlich. Das ist eine Botschaft, doch niemand hört sie. Während der Wasserspiegel langsam steigt, schläft die Stadt ein. Und dann geschieht das Unerwartete. Der ruhig fließende, unauffällige Rhein steigt auf 10 Meter an. Doch es gibt ein noch größeres Problem. Und zwar in den Häusern selbst. In Köln gab es ein modernes Kanalisationssystem, auf das man stolz war. Wie ein miteinander verbundenes Spinnennetz. Doch die Rohre, die eigentlich zur Ableitung des Wassers gedacht waren, transportierten in jener Nacht Wasser in die Häuser. Der Wasserdruck des Flusses war so stark, dass das Wasser durch die Rohre in die Häuser strömte. In den luxuriösesten Häusern der Stadt geschahen unfassbare Dinge. Wer hätte sich vorstellen können, dass aus eleganten Porzellantoiletten trübes Flusswasser hervorschießt? Das moderne Kanalsystem reichte nicht aus, alles kehrte sich ins Gegenteil. Und dann gingen die Lichter aus. Das war nicht das einzige Problem. Auch die Gasleitungen, die die Stadt versorgten, standen unter starkem Wasserdruck. Um Schäden zu vermeiden, wurde das Gas abgeschaltet. Die Gaslampen erloschen, eine nach der anderen. Köln versank vollständig in Dunkelheit. Doch die eigentliche Gefahr war noch nicht sichtbar geworden. Du würdest wahrscheinlich sofort daran denken, eine Kerze anzuzünden, oder? Genau dieser Instinkt hätte die Situation noch verschlimmern können. Die Menschen in Köln nutzten damals Karbid zur Beleuchtung. Karbid erzeugte eine helle Flamme. Deshalb wurde es, solange Elektrizität noch nicht weit verbreitet war, auch in Kellern und an vielen anderen Orten bevorzugt. Doch wer hätte ahnen können, dass Karbid in Verbindung mit Wasser zu einem gefährlichen Gas wird? Das eiskalte Wasser des Rheins reagierte mit den Karbidfässern in den Kellern und löste eine chemische Reaktion aus. Es war der Geruch von Acetylen, spürbar, scharf und erstickend. Während die Menschen in die oberen Stockwerke flohen, stand die Zeit still. Die mit Druck betriebenen Uhren der Stadt hielten dem Wasserdruck nicht stand. Auf Fotografien aus jener Zeit ist etwas Unheimliches zu sehen. Alle Uhren an den Gebäuden zeigen denselben Moment. 13:40 Uhr. Denn die Uhren funktionieren mit Druck. Sie reagieren auf den steigenden Wasserdruck, indem sie stehen bleiben. Alles kam plötzlich zum Stillstand. Kein Geräusch,
keine Nachrichten, keine Kommunikation? Selbst das Atmen war gefährlich. Stell dir vor, du wärst in dieser Situation. Was würdest du fühlen? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Nun gab es nicht nur Kälte und Dunkelheit. Dazu kam noch eine schwer zu atmende Luft. Außerdem stieg das Wasser weiter. Doch die Menschen in Köln gaben niemals auf, denn sie waren ein ruhiges Leben nicht gewohnt. Diese Flutkatastrophe reichte nicht aus, um die Gewohnheiten der Kölner zu ändern. Alles stand unter Wasser. Doch Köln war nun zu einem Venedig des Nordens geworden. Allerdings zu einem, das man nicht unbedingt sehen wollte. Luxushotels wurden überflutet. Doch der Service ging weiter. Die Menschen begannen Kellner im Frack mit Stiefeln zu sehen. Denn das Leben ging weiter. Jeder musste sein eigenes Schicksal leben. Während unten der vom Rhein mitgebrachte Schmutz trieb, ging oben der Service weiter. Aber mit einem Unterschied: im Wasser und mit Stiefeln. Die Straßen hatten sich buchstäblich in ein Meer verwandelt. Ein Bäcker nutzte die Gelegenheit und begann, Brot mit einem Boot auszuliefern. In armen Vierteln ließen die Menschen Körbe an Seilen hinunter. Der Bäcker nahm das Geld aus dem Korb und legte das Brot hinein. Und die Glocke des Kölner Doms. Jedes Mal, wenn sie läutete, klang sie tiefer. Wie ein Klagelied für die Stadt. Und was geschah am Ende? Endete das Leid? Die Natur zeigte Gnade. Das Wasser zog sich zurück, doch zurück blieb ein Meer aus Schlamm. Es wurde klar, dass selbst die modernsten Systeme der Natur nicht gewachsen sind. Wurde aus dem Erlebten eine Lehre gezogen? Ja, aber nur wenig. Genau 10 Jahre später trat der Rhein erneut über die Ufer. Die Menschen wurden wieder unvorbereitet überrascht. Doch sie erkannten, dass sie nicht gegen den Fluss kämpfen können. Akzeptiere die Kraft der Natur, lerne mit ihr zu leben. Wenn du in jener Nacht dort gewesen wärst, was hätte dir am meisten Angst gemacht? Dieser scharfe Geruch in der Dunkelheit, die Stille der Zeitungen oder ein Kellner, der dir in Gummistiefeln Wein bringt? Schreib es in die Kommentare, ich lese sie alle. Wenn du solche Zeitreisen magst und neugierig bist, welche Geheimnisse die nächste Stadt enthüllen wird, abonniere den Kanal History Reborn.